Er war sehr schwer verletzt und das hat sich für mich auch sehr dramatisch dargestellt. Und da war für uns klar, okay, da zählt Zeit. Der Zustand war sehr ernst, muss man sagen. Natürlich war er in Lebensgefahr, wenn er da ohne Rettung hätte er das sicher nicht überlebt. Ja. Er hatte sich schon öfter verletzt. Ich wusste, dass es ernster ist als sonst, aber dass es dann letztendlich um sein Leben geht, das wusste ich da noch nicht. Mein inneres Kind fängt an zu strahlen, wenn ich an Skifahren denke, weil es einfach schöne Erinnerungen sind, die natürlich auch schon früh in meiner Kindheit angefangen haben und ja, die mich auch ein Stück weit zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Skifahren ist meine Leidenschaft und die Sache, die ich am besten konnte und dementsprechend tut es weh, so eine geliebte Sache zu verlieren. Im Winter war es einfach so mein Leben letzten Endes immer unter der Woche Schule und am Wochenende irgendwo am Berg. Es war gar keine Frage so, ob man jetzt Skifahren geht, sondern es war nur die Frage, okay, wann und wohin. Ups. So, jetzt fahre ich euch davon. Ja, ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich zum ersten Mal die Interimsprothese getragen habe. Ich war ein bisschen nervös, ich wusste ja auch nicht genau, was mich erwartet. Und dann haben sie gesagt, so ja, okay, jetzt steh auf. Und dann war ich erstmal irgendwie ein bisschen überfordert und war auch vielleicht ein bisschen baff. Und das war natürlich ein super Gefühl, zum ersten Mal wieder auf 2 Beinen zu stehen. Und die ersten Schritte mit der Prothese waren natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Du musst ja überlegen, du saßt jetzt ziemlich lang. Ja. Da muss einfach auch erstmal wieder Bewegung rein, sodass du da auch wieder ein Gefühl dafür kriegst. Und die Muskulatur muss ein bisschen gestreckt werden. Ja. Genau. Nach hinten einsinken und drüber. Ja, jetzt setze ich mich mal kurz hin. Ja, ich brauche eine Pause. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich die ganzen OPs rum habe und so. Und wenn ich dann halt weiß, okay, jetzt kann ich wirklich wieder anfangen, die Muskulatur aufzubauen. Und es kommen jetzt keine Zwangspausen mehr auf mich zu, sondern von jetzt an ist quasi das Tal durchschritten und von jetzt an geht es wieder bergauf. Cool. Vielen Dank, dass wir dabei sind. Ja, gerne wieder. Ich bewege mich einfach gerne. Also es macht mir einfach Spaß und dementsprechend fühle ich mich auch manchmal irgendwie nicht so gut oder unausgelastet, wenn ich jetzt tagelang nur rumsitze oder nichts mache. Also ich bin mega, mega stolz. Ich finde es einfach heftig, wie er sich da rausgewunden hat und wie er Fortschritte macht und dass er einfach Dinge macht, die er vorher auch gemacht hat und so diesen Spaß am Leben noch hat. Ja. Ich glaube, dass er tatsächlich relativ rational darüber denkt, deswegen wenig schlechte Emotionen zu dem Unfall hat oder jetzt seinem Schicksal, sondern eher Motivation, die ihn antreibt.
Bist du jetzt aufgeregt oder immer noch nicht? Aufgeregt nicht, aber Vorfreude, würde ich sagen. Ich wollte jetzt gerade instinktiv einfach direkt aufs Skateboard draufspringen und das war. Ich bin Sebastian, ich bin der große Bruder und beste Freund von Marian. Wir haben immer schon irgendwie eine gute Connection zueinander gehabt, haben immer schon, sobald es ging, viele Dinge zusammen gemacht und uns echt als Best Buddies gesehen. Nichts passiert. Ich glaube, heute leidet meine Prothese. Ich war halt früher einfach jeden zweiten, dritten Tag skaten oder sowas und das fehlt mir natürlich schon. Ist natürlich auch so ein bisschen bittersweet, weil ich natürlich lang nicht so fahren kann, wie ich früher gefahren bin, aber es macht trotzdem Bock, einfach wieder auf dem Skateboard zu stehen. Ach, Junge! Ich habe fast Tränen in den Augen, so geil ist es, das zu sehen, ja, dass er draufstehen kann und direkt losrollt. Da ist ihm, glaube ich, das Herz aufgegangen, wo er dann das erste Mal wieder skaten konnte und es hat ja auch einfach richtig gut geklappt. Practice makes perfect. Ja. Und dann bin ich bald so schnell wie du. Ich werde dafür sorgen, dass du mich nicht mehr einholst. Das ist mein Ziel, ja. Irgendwann will ich wieder so schnell fahren können wie du. Das ja, ist eigentlich ein ganz witziges Ziel. Hallo. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Hallo. In erster Linie bedeutet so ein langer Heilungsprozess natürlich, dass man sehr viel Geduld braucht. Ja, das ist mal das Wichtigste. Das haben mir die Ärzte gleich von Anfang an gesagt, dass ich mich darauf einstellen kann, dass es 1 bis 2 Jahre dauert, eher 2, bis eben die UPs abgeschlossen sind und bis ich dann quasi wieder mit beiden Beinen im Leben stehe. Dass das ein bisschen kommt. Bin ich nur gerade mal am Überlegen, weil natürlich muss ich ja diesen Winter auch wieder Ski oder Snowboarden. Wenn Sie jetzt diesen Winter Snowboarden oder Nein, also ich weiß auch nicht, dass das... Dann natürlich nur gegen ärztlichen Rat, das ist klar. Wir empfehlen Ihnen gar nichts von beiden, aber wenn, dann Snowboard. Okay. Cheers. Cheers. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich kann dann in die Mitte. Damit du schön die ganze Zeit mit denen bist, ne? Also mein Name ist Dieter Veit, ich bin der Vater von Marian. Das Verhältnis zwischen den Geschwistern war eigentlich immer gut und sie haben sich immer gegenseitig geholfen, gegenseitig auf sich aufgepasst und das hat sich eigentlich bis in die jetzige Zeit übertragen. Nein, das ist Teil von Güthoff, das war die Cashback. Also, ich denke, Sie sind in einer sehr liebevollen Umgebung aufgewachsen. Ich habe immer sehr viel Freiraum gelassen. Marian war eigentlich immer eher der Draufgänger. Ja. Schüchtern war er mit Sicherheit nicht. Er war der Rambo auf jeden Fall. Schon derjenige, der immer ein bisschen wilder war. Und es hat er dann auch zu etlichen Unfällen geführt, die er so im Laufe schon seines frühesten Lebens hatte. Hier sind die Skifahrbilder. Also Skifahren hat sowohl auf der Seite meiner Frau als auch auf meiner Seite immer eine große Rolle gespielt. Und das hat sich zwangsläufig dann auf die Kinder übertragen. Es war klar, die Kinder müssen so früh wie möglich Skifahren lernen. Tatsächlich ist Skifahren für uns das Größte. Wahrscheinlich halt familiär bedingt. Mein Großvater war ja einer der Skipioniere, einer der Erfinder des Skilaufs. Unter anderem hat er eine der ersten Skischulen der Welt in St. Christoph am Arlberg gegründet. Und in der ganzen Familie hat Skifahren immer schon eine große Rolle gespielt, eben dadurch. Gewesen.
Da bist du auch schon älter. Ja, das sieht man auch. Es ist schon sehr ungewohnt, so eine CD einzulegen. Wir sind eben jahrelang Skirennen gefahren und irgendwann hatten die Jungs nicht mehr so richtig Lust auf Skirennen und haben dann immer noch nach den Skirennen Kicker gebaut und sind Kicker gesprungen. Und so hat bei den Jungs dann auch das ganze Freeski angefangen. Und dann waren sie Feuer und Flamme sofort und fingen dann an, eben zu hüpfen, was uns tierisch genervt hat am Anfang. Überall mussten wir warten, weil die Kinder wieder gehüpft sind. Aber man hat gemerkt, dass es ihnen Riesenspaß macht. Is it filming? Ja, irgendwann so, als wir 14, 15 waren, kam das dann eben auf mit dem Freeskiing und vom Skirennsport konnten wir dann da direkt aufsetzen und eben dann neue Bereiche für uns erobern. Wenn du durch den Powder fliegst, so, dann das ist wirklich wie Fliegen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, also wenn man so im Tiefschnee fährt und der Schnee dann einem am besten irgendwie so über den Kopf sprüht sozusagen. Man fühlt sich einfach lebendig und deswegen machen es Leute immer wieder und bringen sich vielleicht auch in gefährliche Situationen eben auf der Suche nach diesem Glücksgefühl. Die Freiheit zu tun und zu lassen, was er für richtig erachtet, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Andererseits mit dieser Hüpferei und mit der Verletzungsgefahr waren wir natürlich schon immer ein bisschen vorsichtig oder ängstlich und waren immer froh, wenn sie heil zurückkamen. Eben bis auf diesen einen Tag und da war dann alles anders. Das nimmt mich heute noch unheimlich mit. Mir kommen jetzt wieder die Tränen, wenn ich daran denke. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Es war echt krass. Ich meine, es war ja nicht klar, ob er es überleben wird.